Wow, yeah. Beißender Gestank von Chemikalien. Diese Brühe läuft aus einer britischen Mülldeponie aus. Woanders auf der Insel kommt eine giftige Wolke bis ins Wohnzimmer. There you go, they can smell it now. Mommy, can you pull that smell? Proteste. Doch der Betrieb läuft weiter. Und an vielen Orten in Großbritannien ist nicht einmal bekannt, was hier reingeworfen wird. Es war nur eine kleine Meldung in der Zeitung. Experten warnen, 20.000 Deponien mit hochgiftigen Substanzen würden auslaufen. Hier in Großbritannien. 20.000! Was für ein Wahnsinn. Aber irgendwie gab es gar keinen Aufschrei. Also haben wir uns vor Ort umgesehen und geschaut, was es bedeutet, wenn hochgiftige Substanzen auslaufen. Nicht wundern, dafür müssen wir zuerst mal in die Kirche. Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will. Selbst Pfarrer Paul verliert langsam den Glauben. Nicht hier in seiner Dorfkirche im nordenglischen Shrewsbury. Amen. Aber wenn er seiner anderen Passion nachgeht. Draußen in die Gummistiefel steigt und versucht, den Geheimnissen von hochgiftigen Mülldeponien nachzuspüren. Es macht mich traurig, ganz ehrlich. Wie unverantwortlich einige Firmen und die Regierung handeln, mit unfassbaren Folgen. Seit sich ihm ein Insider mal offenbart hat, ist Paul eine Art Mülldetektiv. Neben dem Acker hier ruht eine stillgelegte Deponie, so groß wie ein Fußballfeld. Nun zugeschüttet mit Erde, in bis zu 50 Metern Tiefe lagern verborgen Chemikalien. Einige Fässer zeigen noch ihr Gesicht. Hier liegen Zehntausende Fässer im Boden. Und sie alle rosten. Man muss sich jetzt vorstellen, was für Mengen an unterschiedlichen Chemikalien sich mischen. Wer weiß, was sich da Gefährliches zusammenbraut. Und das Gemisch geht ins Wasser. Furchtbar. Was genau hier lagert, so wirklich weiß es niemand. Bis vor ein paar Jahren hat Großbritannien seinen Haus- und Industriemüll, auch hochgiftigen, mancherorts einfach in große Löcher gekippt. Die Gruben dann abgedeckt und oft nicht weiter beachtet. Tausende Deponien laufen nun aus. Paul ist an eine tiefer gelegene Stelle gewandert. Auch diese Halde leckt seit Jahren. Paul hat hier PCBs gefunden, ein synthetisches Mittel, das schwere körperliche Schäden verursachen kann. Wow, yeah, okay. Es stinkt bestialisch. Yeah, I couldn't stay bent down for long. Die Chemikalien fließen von hier in einen großen Fluss. They just hadn't told anyone. Niemand informiert die Leute. Why? Why didn't they tell people? Die Verantwortlichen sprechen nur im stillen Kämmerlein. Die Leute, die hier leben, werden nicht aufgeklärt. Closest to the ground have been largely excluded from the process. Laut Behörde gehe von der Deponie keine Gefahr aus. Diese Aussage, sagt Paul, werde er nicht hinnehmen. Die Regeln, was in so eine Mülldeponie rein darf, die sind in den vergangenen Jahren massiv verschärft worden. Alles okay also mit den Mülldeponien von heute, wo der Müll heute reingekippt wird, wie hier? Hier ist so ein leichter, stinkender Geruch in der Luft. Das ist aber noch gar nichts gegen den wohl stinkendsten Ort in Großbritannien. Im englischen Silverdale riecht es seit 3,5 Jahren nach faulen Eiern. Täglich laden hunderte Lkw auf der Deponie Industriemüll ab. Über 100 Verstöße gegen die Betriebsgenehmigung hat die Aufsicht hier schon festgestellt. Der Betrieb läuft aber weiter. Über dem Ort schwebt laut Messungen Schwefelwasserstoff, Gas aus der Deponie. Rebecca hat Angst um ihren Sohn. Sie ist schon in eine andere Wohnung gezogen, um der schlechten Luft zu entfliehen. Matthew ist ein Frühchen und hat von Geburt an Atemwegsprobleme. Als der Gestank begann, wurde es deutlich schlimmer. Mama, kannst du den Gestank stoppen? Ich kann nicht atmen.
Es gibt für mich keinen Zweifel. Alle Atteste an Matthew belegen es, auch alles, was mir erzählt wird. Er wurde von der Deponie vergiftet. Auch Rebeccas Mutter Tina hat schwere Atemprobleme. Wegziehen ist ein Gedanke, der fällt ihnen aber schwer. Die gesamte Familie lebt im Ort, die Bindung wollen sie nicht aufgeben. Und dann kommt wieder ein Schubgestank. Mommy, can you pull that smell? Nobody's helping us. Niemand hilft uns. Sie setzen uns dem aus, bis einer stirbt von dem Gas. Ich will, dass die Deponie geschlossen und verkappt wird. Nur Hausmüll soll noch erlaubt sein. Rebecca klagt gegen die Aufsichtsbehörde, will sie damit zum Handeln zwingen. Kein Aufschrei hilft. Über 10.000 Beschwerden hat es schon gegeben. Lokalpolitiker fordern seit langem die Schließung. Hausarzt Paul Scott hat offiziell Alarm geschlagen. Er wird überrannt von Patienten, die Juckreiz vom Gas haben. Oder nicht mehr schlafen können. I think it's really unusual because it's right in the middle of a big urban area. Die Müllkippe ist ja mitten im Ort und irgendetwas, was dort reingekippt wird, verursacht die Gase. Es ist kein kleines Problem, von dem 100 Menschen betroffen sind. Es ist riesig. Es macht Zehntausende krank. Deb Austin wohnt direkt neben der Kippe. Die britische Aufsichtsbehörde misst die Belastung im Wohngebiet ständig. Sie sagt auf Anfrage, sie würde die Deponie umfassend auf Verstöße kontrollieren. Eine Nachbarin hat plötzlich Nasenbluten bekommen. Das hatte sie noch nie zuvor. Kürzlich musste die Aufsichtsbehörde einräumen, dass ihre Messstationen jahrelang falsch eingestellt waren. Die Belastung im Ort ist seitdem regelmäßig über dem Toleranzwert. Bei Deb kriecht der Gestank durch alle Ritzen. Einfach hinnehmen, das wollte sie nicht. Also hat sie mit ein paar Mitstreitern Drohnenaufnahmen gemacht und auch einen Insider auf der Deponie gefunden, der ihnen bei der Recherche hilft. Wir haben genau gesehen, was da reingeworfen wird. Ziemlich sicher giftige Materialien. Ob es da immer noch drin ist, wissen wir natürlich nicht. Aber wir vermuten das. Wir haben auch jemanden, der für uns nachgeguckt hat. Der sagt, da sind Chemikalien drin, die dort nicht sein dürften. Nicht in dieser Art von Deponie. Ihre Funde haben sie berichtet. Deb hält auch weiter die Aktivitäten auf der Mülldeponie unter ständiger Beobachtung. Warum wird die Deponie nicht geschlossen? Es gibt offiziell 109 Verstöße gegen Auflagen. Wie viele braucht es noch, bis sie explodiert? Das befürchte ich nämlich. Wir nennen sie die tickende Zeitbombe. Auswirkungen hat das keine. Im Ort organisieren sie wöchentlich Proteste. Auch Lokalpolitiker mischen mit. Sie würden gerne selbst einschreiten. Das kann aber nur die Aufsichtsbehörde der britischen Regierung. Die Aufsichtsbehörde hat ihren Sinn nicht verstanden. Sie hält wirtschaftliche Interessen für wichtiger als die Gesundheit von Menschen. Es gab so viele Verstöße und Anlässe einzuschreiten. Frustrierend, dass es nicht passiert. Warum nicht? Es ist für sie ein riesengroßes Rätsel. Pfarrer Paul steht auf einer anderen ehemaligen Deponie. Mit David, einem der führenden Chemikalienwissenschaftler in England. David hat hier rund um die ehemalige Deponie Proben genommen. Auf ihr wurde eine Sportanlage gebaut. Wir haben den Boden untersucht. Da war die chemische Belastung so hoch, dass unsere Geräte sie gar nicht mehr messen konnten. Wir schätzen, dass der Wert 12.000-fach über dem normalen liegt. Hier direkt um die Ecke.
Nun gibt es Rufe nach einem Untersuchungsausschuss. Der Behörde haben sie nämlich ihre Ergebnisse gemeldet, ohne dass es eine Reaktion gab. Die Aufsicht ist in den vergangenen Jahren kaputt gespart worden. Die versuchen schon, ihren Job zu machen, aber das Ergebnis ist, dass solche Gegenden hier nicht beachtet werden. Stimmt, da muss man sich aber auch fragen, was ist der Sinn einer Aufsicht, die nichts tut? Es stinkt zum Himmel. Pfarrer Paul fühlt sich verpflichtet, möglichst viel ans Tageslicht zu bringen. Das lehre ihm ja auch die Bibel. Das waren jetzt 2 Beispiele und sicherlich auch 2 besonders dramatische. Aber nochmal zur Erinnerung. 20.000 Deponien sollen auslaufen. 20.000. Und sie alle zu sanieren, ist wahrscheinlich auch unbezahlbar. Interessiert ihr euch für solche Themen? Dann schaut doch auch noch mal hier rein.